soll sein, oben schwenkt schon wieder weiß. Das ist die Maispflanze, die junge, die ist jetzt 2 Wochen alt. Hier in diesem Brunnen habe ich schwimmen gelernt. Ja, wo sind alle? Da seid ihr. Hallo. Servus. Hallo. Der Hund war schon da. Hallo. Gehen wir schnell rein, es ist so wahnsinnig kalt. Ja. Ah. Ich bin total durchfroren. Danke vielmals. Ich setze mich gleich hierher, wenn ich darf. Stöhnen schon so. Ja. Alfonso, du bist hier aufgewachsen, im Hier Schloss. bin ich auch. Ich bin hier nicht im Schloss, sondern im Nebengebäude aufgewachsen. Die klassische Landkindheit, du warst hier in der Schule. Wie war das? Das war eine sehr, sehr schöne, ausgefüllte Kindheit mit Räubern, Gendarmen und vielen Freunden und im Wald und in der Natur und am Heustadel. Höhlen bauen drinnen, Mutproben machen, vom Dach der Scheune runterspringen ins Stroh oder ins Heu, ähnliche Dinge. Du bist auch am Land aufgewachsen? In Maria Enzersdorf zuerst, so bis ich 4 war. Und dann sind wir nach Baden gezogen. Aber immer mit einem großen Garten. Und meine Großeltern, die haben in Gastein gewohnt. Und die waren so große Wanderer. Und wir waren immer draußen und immer wandern und immer, also sozusagen habe ich einen besonderen Bezug zur Natur. Du bist damals schon so ein bisschen irgendwie landwirtschaftlich geprägt worden? Oder hat man da schon immer gesagt, du schau dir das ein bisschen an oder kümmert dich da ein bisschen drum oder ganz und gar nicht? In der jungen Zeit von der Geburt bis zum 10. Lebensjahr hat man das mir nicht zugemutet, dass ich also jetzt eher mitarbeite oder mitdenke. Allerdings bin ich natürlich mit meinem Vater sehr interessiert, oft mit dabei gewesen und auf den Maschinen auch gesessen, mitgefahren am Traktor. Wenn die Gerste nach Lahr geführt wurde, in die Brauerei mitgefahren, zugeschaut beim Abkippen und ähnliche Dinge. Also es war auch relativ klar, dass ich einmal als ältester Sohn, das war halt damals so, ich habe eine ältere Schwester auch, diesen Betrieb übernehmen werde. Aber wenn man mich gefragt hat, was ich werden will, habe ich gesagt, ich möchte Papst werden. Also Klar. Nicht Landwirt, sondern Papst. Also das, ja. Dass das dann so schnell gegangen ist, war nicht geplant. Also ich wollte nicht gleich nach meinem Studium dann Landwirt werden oder den Betrieb übernehmen, sondern ich wollte alles mögliche andere machen noch. Und das ist dann nicht gelungen, weil mein Vater einen schweren Herzinfarkt gehabt hat und ich musste nach Hause kommen und den Betrieb übernehmen, von heute auf morgen praktisch. Okay, aber was heißt nach Hause kommen? Wo wart ihr da? Da waren wir in Afrika.
Wenn ihr euch zurückerinnert, so in Ruanda mit einem kleinen Kind, wie war das? War das ein totales Abenteuer? Wie war das? Wir haben zuerst einmal einen Sprachkurs gemacht. Und das ist mit so einem kleinen Kind schwierig. Und ich wollte aber unbedingt die Sprache auch lernen, weil ich wollte nicht zu hinten bleiben, ja, dass dann er kann es und ich kann es dann nicht. Er kann sich dann mit allen verständigen, das wäre irgendwie blöd gewesen. Aber es war insgesamt eine wahnsinnig fragile Situation. Was spricht man bitte in Ruanda? Welche Sprache? Kinyarwanda. Da kann man sich festhalten an irgendeiner anderen Sprache? Nein. Oder? Null. Null. Nein, eigentlich nicht. Aber es war eine tolle Zeit. Ja, also für mich war es sicher am schwierigsten. Eben, wie schon gesagt, aus diesem Zerrissensein zwischen dem Kind und aber eigentlich mit dabei sein wollen. Das war einfach eine schwierige Situation. Und dann ich habe etliche Malaria-Anfälle gekriegt. Ich glaube, innerhalb dieses halben Jahres 3-mal, was schon ziemlich viel ist. Und das Kind hat Würmer gekriegt und was halt alles so ist. Also die Eingewöhnungsschwierigkeiten waren eigentlich ziemlich massiv, aber es kam nicht zur wirklichen Eingewöhnung, weil wir dann schon verfrüht zurück sind. Und für dich, Alfons, wie war das? Für mich war es wesentlich positiver. Ich habe ja dann so meine Afrika-Leidenschaft entwickelt und war dann noch sehr oft in Afrika. Und es war halt für mich sehr toll und erfüllend, bei einem Projekt mitmachen zu können, das wirklich sinnstiftend war, absolut. Das sind die meisten Projekte in Afrika damals nicht gewesen, auch heute sind sie es nicht wahrscheinlich. Aber es war einer der wenigen Ausnahmen. Es ist gegangen um den Aufbau der Bodenfruchtbarkeit. Und das war dann ein Projekt, wo 250.000 Bauern Mitglieder waren von dem Projekt, weil die Bauern so begeistert waren von dem, was dort geboten worden ist. Could it be love? Should it be love? But it's too late, it's too late, it's too late, it's too late. Could it be? Oh. Ich glaube, wenn du jetzt hier, so wie wir gerade hereinkommst, poppen sofort irgendwelche Kindheitserinnerungen auf? Ja, also zum Beispiel hier in diesem Brunnen habe ich schwimmen gelernt. Echt? Ja. Das geht ja gar nicht aus. Du kannst ja gar kein Tempo machen, oder? Doch, also das Gute ist, dass man eben hier stehen kann. Und dann in dem anderen Becken konnte man nicht stehen und da musste ich dann wirklich das Schwimmen lernen. Wirklich wahr. Es gibt nach wie vor auch dein Kinderzimmer, wo du immer warst? Also das Kinderzimmer von damals, das ist jetzt das Büro von meiner Mutter. Okay. Und das aktuelle Zimmer, das ist im 1. Stock. Wir haben da so einen Trakt, wo alle 3 Geschwister ein Zimmer haben. Wo die Eltern Ruhe von euch haben und umgekehrt. Genau. Ich glaube, wir schauen aber jetzt einmal hinauf. Irgendwo ist die Schlossküche, die ist wo? Die ist hier. Dann wandern wir jetzt bitte hinüber. Gut? Das ist nicht gemacht. ja. Magdalena, dein Papi war gerade mit deinem jüngeren Bruder in Afrika und hat ein bisschen nachgeschaut. Der hat ja dort ein tolles Projekt gemacht. Hast du auch ein bisschen dieses Afrika-Fieber von Papi? Ich ziehe jetzt eher nach Südamerika. Aha. Also schon wie ich 20 Jahre alt war, hat mich immer wieder dorthin gezogen und mittlerweile habe ich 7 Südamerika-Reisen hinter mir. Warum taugt dir Südamerika so? Ja, kann ich jetzt rational nicht erklären, So aber es ist Menschen mehr oder Landschaft? eine Herzverbindung. Die Leute, die Mentalität, ja, dieses lebendige, lebhafte, positive und herzliche, Okay. ja, zieht mich sehr an. Como siento tu corazón, como veo tu razón.
Also Südamerika ist absolut dein Land. Du spielst Musik oder singst? Oder was machst du? Also ich spiele Klavier, ich singe, habe auch Gesang und Klavier studiert am Konservatorium in Wien. Und im Moment mache ich eine Ausbildung zur Auratechnikerin. Das ist eine ganz neue Technik und verbinde das mit Heilsingen. Heilsingen muss ich jetzt gestehen, in meinem Leben noch nie gehört. Kann man das ein bisschen erklären, was das ist? Ja, also ich besinge den oder die Klientin. Und das ist was sehr Entspannendes. Also einige schlafen dabei ein und sind dann immer total gelassen und entspannt danach und gehen mit so einem leichten Grinsen dann nach Hause. Herrlich. Ja. Das heißt, du sitzt mit mir und ich habe eine gewisse Ausstrahlung und auf die reagierst du. Okay. So kann man sich das vorstellen, Das ist ja. interessant. Das heißt, du gerätst etwas mehr in die Richtung Mami, die, glaube ich, da auch sicher auch interessiert ist, aber nicht so eine Ausprägung hat. Genau, würde ich auch sagen, ja. So, Verena, wir sitzen jetzt bei dir in deinem Büro. Wir sind umgeben von lauter interessanten Figuren, Bildern. Und was mich auch sehr interessiert, ist ein Gong oder Klangschalen hinter dir. Was machst du mit dem? Ich mache manchmal Klangreisen. Kannst du mir erklären, was ist eine Klangreise? Was Die ist das? Klangreise ist, also du als Besucher entspannst dich, liegst am Boden oder sitzt und ich beschalle dich mit verschiedenen Instrumenten und die bewirken, also der Klang bewirkt, dass du dich entspannst und zur Ruhe kommst und vielleicht auch innere Bilder hast oder sozusagen auf Reisen gehst, auf eine innere Reise gehst. Und außerdem bin ich Astrologin. Astrologin. Inwieweit kannst du Menschen helfen, indem du ein Horoskop machst? Also das kommt natürlich darauf an, in welcher Situation oder Notlage dieser Mensch ist oder was er wissen möchte. Grundsätzlich ist der Blick ins Horoskop eine Art Schau aus der Vogelperspektive auf die Person. Und das kann natürlich sehr hilfreich sein. So, aha, So, hereinspaziert, Kari, danke. in die alten Stallungen, die jetzt leer sind. Das war für Sauen oder was war das hier? Das war Sauen, Rinder, zum Schluss sogar Schafe. Die Rinder haben wir aber jetzt draußen und deswegen ist das jetzt leer. Wir haben gerade mit der Verena gesprochen, die ja eine äußerst versierte astrologische Expertin ist. Inwieweit spielt sowas für dich eine Rolle? Ich kenne das nur von so, dass man Holz schlägern sollte mit Mond, nur wenn der Mond so und so ist. Wie ist das für dich in der Landwirtschaft? Es spielt eine Rolle, weil die biologisch-dynamische Landwirtschaft das auch mit einbezieht. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz, wo eben auch die Gestirne, die Gestirnskonstellationen, der Mond zunehmend, abnehmend etc. mit berücksichtigt werden können. Okay, du bist ja Demeterbauer. Da habe ich auch viel zu wenig Ahnung, aber da gibt es doch irgendetwas, wo du mit einem Horn, einem Kuhhorn irgendwas machst. Bitte erklär mir das und bitte so auf einem niedrigen Niveau, damit ich es verstehe. Einen Versuch ist es wert. Es gibt in der Demeter-Landwirtschaft sogar obligatorisch, muss man diverse Präparate verwenden. Und eines dieser Präparate ist der Dunk von einem weiblichen Rind, der in ein Kuhhorn gefüllt wird, in den Boden gegraben wird und dort über die Wintermonate ruhen soll und dort Kräfte sammeln soll, das ist also die Hypothese dazu, die man sonst schwer bekommt, nämlich die Kräfte der Lebendigkeit, was immer das jetzt sein soll. Und dann wird das ausgegraben, wird rausgenommen aus dem Kuhhorn und das Produkt kann ich dir zeigen, das habe ich hier aufbewahrt, das schaut so aus. Wir haben das in Kugeln geformt. Das ist Kuhscheiße, ganz normale.
im Prinzip riecht- konditionierte Kuhscheiße. Warum riecht die nicht irgendwie? Das wird durch den Aufenthalt im Boden, der Geruch entzogen, also es riecht ja eigentlich nach Walderde. Und dann wird das mit dem Wasser verwirbelt und die Informationen, die da drin hoffentlich sein sollen, wird dann aufs Wasser überspielt und auf die Pflanze und auf den Boden übertragen. Für den Bauern ist es ein meditativer Akt, die Sache als Beruf und auch als Berufung zu sehen und es ist im gesamtheitlichen, wenn man so will, kosmischen Zusammenhang zu arbeiten. Gut, ich gebe es zurück. Gib's zurück, bitte. Okay. Ja? Friedrich August Piatti heiratete die Schwester des Fürsten Colalto. Der hat gar nicht so weit weg von hier bei Staats residiert. Und dieser Friedrich August Piatti wollte natürlich auch einen, wie soll ich sagen, einen noblen Wohnort haben und hat Schloss Losdorf mit den Ländereien rundherum gekauft. Und auch später noch hat es immer wieder Verbindungen Piatti-Colalto gegeben. Und es ist eigentlich ganz interessant, dass zwei ursprünglich italienische Familien hier im Weinviertel so eng miteinander verwoben waren. Johann von Lichtenstein hat versucht, hier in Losdorf so etwas wie ein Mustergut, eine Musterlandwirtschaft zu etablieren. Zum einen hat er tausende Akazienbäume hier gepflanzt. Zum anderen war er sehr an der Schafzucht interessiert. Er hat selber 5000 Schafe hier gehalten. Und dann wollte er noch etwas ganz Spezielles. Er hat seinen Verwalter nach Spanien geschickt. Der hat dort 400 Merino-Schafe gekauft und die wurden dann hier nach Österreich geschmuggelt. So, wir wandern jetzt hier zu den Stallungen. Wie viele Kühe hast du da? Kindern. Ich habe immer so zwischen 60 und 70 Stück. Das sind also vom Deckstier über die Mütter, alt und jung, bis zu den Kälbern. Und ich glaube, du warst eigentlich von den größeren Betrieben in Österreich ja eigentlich der allererste Biobauer, oder? Ich war im Jahr 1982 von den großen Betrieben der erste, glaube ich. Ja, war ich der Erste. Aber es gab damals schon Biobauer natürlich. Aber wenn ich mich richtig erinnere, nicht mehr als 150 bis 200. Wir haben ja jetzt 25.000 Biobauern in Österreich. Wirklich? Wir sind ja Europameister. Ja. Hat man dich auch verlacht damals oder gesagt, das ist der esoterische... Ja, man hat es natürlich nicht akzeptiert, aber man hat zumindest nicht mir ins Gesicht gelacht. Das hat man nicht getan. Was so hinter den Kulissen abgegangen ist, kann man erahnen. Aber die Biolandwirtschaft damals, oder die Biolandwirte damals waren natürlich als Spinner verschrien. Und das hat die Politik gemacht, das hat die Administration gemacht, das hat die Wissenschaft gemacht. Also wir waren wirklich auf uns ganz allein gestellt. Und insofern ist es schon sehr, sehr spannend gewesen.
Nein, wir warten noch auf den Fluchtfall, der nicht stattfinden wird. Du warst der politische Vertreter, und zwar, glaube ich, fast 10 Jahre der Biobauern in Österreich. Ja, ich war sogar 12 Jahre, musste die sehr diversen Meinungen der unterschiedlichen Verbände auch irgendwie vertreten und bündeln und dann auch präsentieren und vertreten und auch erkämpfen in der Politik. War auch sehr interessant, aber auch sehr mühsam. Jetzt erklärst du mir noch mal diese Walze, die da drüber fährt und keinen Schaden hinterlässt. Das ist keine Walze, das ist eine Wie heißt Rollhacke. der Rollhacke. Es hat ja auch gegeben die Losdorfer Gespräche. Ja. Wer ist da gekommen? Die Losdorfer Sommergespräche, so hat es geheißen, da ist immer der jeweilige Minister gekommen, um sich mit den Biobauern zu beraten, zu unterhalten und vielleicht auch Kritikpunkte zu hören, Fragen. Du hast auch alle beschenkt, die gekommen sind, habe ich mir sagen lassen, bei den Losdorfer Sommergesprächen. Was haben die bekommen? Wir haben natürlich Auseinandersetzungen gehabt und es ist nicht immer alles so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Und als Symbol dafür, dass man ja auch als Politiker sehr viel kaputt machen kann und zerbrechen kann, haben sie von mir einen Scherben bekommen, aus der sogenannten Scherbensammlung meines Großvaters. War ein Versuch eines freundlichen Hinweises, dass sie nicht alles so leicht richtig machen und sich vielleicht etwas mehr bemühen sollten. Haben Sie es humorig aufgenommen oder waren Sie alle. angefressen? Sie haben es alle humorig aufgenommen, spricht für Sie. Und jetzt gehen wir die Scherben ab, weil wir ja diese Scherben wieder zu neuem Glanz oder wieder zusammenbauen wollen und wieder die alten Teller und Vasen herstellen wollen. Also, wir werden es verschmerzen. Man kann sich vorstellen, dass hier im Frontgebiet einiges passiert ist. Die Rote Armee hat also hier sofort die Wehrmacht vertrieben und ein Divisionsstab hat sich hier eingenistet. Mein Vater hat, bevor er weg ist, durch belgische Kriegsgefangene im Keller das Porzellan in Kisten verpacken lassen und diese Kisten vergraben lassen. Ja, die Russen haben das nach einiger Zeit gefunden und aus Wut und Zorn, dass der Besitzer nicht zu finden war, haben sie dann die Porzellansammlung und das, was man hier sieht, ist eigentlich nur ein Rest davon, eben zu Scherben zertrümmert. Wer hat das dann ins Leben gerufen? Das war der Großvater vom Alfons, Ferdinand Piatti. Und der hat nach dem Krieg das Haus für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht und dieses Museum eingerichtet. Das ist er? Das ist er zum Beispiel hier. Und auf dem Bild sieht man zum Beispiel, der hat ja auch schon mit Afrikanern zu tun gehabt. Wer ist das? Das war irgendein Häuptling oder ein König, den er empfangen hat, weil mein Großvater war sehr also politisch tätig und gesellschaftlich tätig und der hat Österreich besucht. Ich kann mich erinnern, als Kind war ich dabei, da gab es das Essen und die Küche hat Moor im Hemd gekocht. Und der Großvater hat es zu spät mitbekommen und wollte es irgendwie noch verhindern, hat es ihm aber dann erklärt und er hat gelacht. Das ist heute wahrscheinlich nicht mehr Nicht mehr möglich, aber die möglich, Zeiten glaube ich, haben sich ja. geändert. Und lustigerweise ist die Dame neben ihm eine Cousine, direkte Cousine meines Vaters. Nein, wirklich? Ja, ja, das ist der Zufall. Schicksal, ja. Ja.
Warum hat dein Großvater mitten im Weinviertel plötzlich gefunden, er macht ein Museum? Das ist ja ein Entschluss. Du musst dein quasi privates Haus aufmachen, du musst Leute herlocken. Wieso? War das auch eine finanzielle Überlegung? Warum hat er das gemacht? Also ich glaube, finanzielle Überlegungen was ganz sicher nicht. Ist es auch bis zum heutigen Tag nicht wirklich. Aber er hat es gemacht, weil er war Soldat, also Offizier im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. Und wie er zurückgekommen ist nach dem Zweiten oder während des Zweiten Weltkrieges, war halt Lostorf verwüstet, zerstört, ausgerammt, kaputt. Und er hat ein Zimmer so belassen, wie er es vorgefunden hat. Da wurde nichts restauriert, da wurde alles, was kaputt war, Boden und Decke und alles so gelassen. Und das war so die Grundidee. Das zu transportieren an Leute, die das sehen wollen. Also wie hat das ausgeschaut damals, damit das nicht vergessen wird. Das heißt, dieses Zimmer ist so ein bisschen eingefrorene Zeit. Ja, das hast du schön gesagt, genau. Eingefrorene Zeit, so kann man das sagen. Also das ist wirklich ein großartiges Zimmer hier. Und vor allem, wenn man sich das vorstellt, dass das seit 1945 genauso geblieben ist. Wie war dieses Zimmer für dich so als Kind? Als Jugendliche habe ich im Sommer hin und wieder die Scherben gewaschen. Das war so eine Art Sommerjob, wo wir dann uns eine schöne Musik aufgedreht haben und ja. Was heißt, du hast genommen die einzelne Scherbe, hast sie hinausgetragen oder du hast irgendeine... Ja, wir hatten einen Kübel und haben halt immer so eine Handvoll Scherben hineingegeben und haben dann jede Scherbe einzeln mit einem Tuch gewaschen. Und hoffentlich genauso wieder hingelegt. Genauso glaube ich nicht, aber... Fast genauso. Ja. Gut, ja. dann schauen wir weiter. Ja. Das muss ich gestehen, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und jetzt kommt das Ratespiel. Warum glaubst du bekannt vor? Du hast vielleicht mein Musikvideo gesehen. Ich habe dein Musikvideo gesehen, ganz, ganz wichtig. Und das war ja immer schon ein Museum, auch wie du ganz klein warst. War das eine Tabuzone, wo man nicht rein durfte und nichts angreifen durfte? Also wir haben schon als Kinder hier auch gespielt. Und wie man den Raum sieht, haben wir oft Prinzessinnen hier gespielt. Wirklich? Auch oft mit Freundinnen, die gekommen sind. Das war dann natürlich lustiger. Das heißt, es war gar nicht so etwas ganz Steriles, wo man nicht sein durfte und sich nicht aufhalten durfte und nichts angreifen durfte, sondern abseits vom Museumsbetrieb hat man das als Spielwiese benutzt. Ja, nicht direkt als Spielwiese, aber ab und zu waren wir schon hier. Dann schauen wir weiter. Ja. Gut.
Magdalena, lass mich jetzt raten, wie dieses Zimmer heißt. Aber ich könnte auch vollkommen daneben liegen. Ich glaube, es heißt Billardzimmer. Das ist richtig, genau. Nicht schlecht, oder? Ja. Und wie wird das genutzt? Wirklich nur Billard oder was macht ihr hier? Wir haben hier teilweise Weihnachten auch gefeiert und ansonsten einfach ein Aufenthaltszimmer. So, ich fordere dich jetzt heraus und schnall dich an, das sage ich dir auch gleich, okay? Du darfst anfangen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Man muss ja immer 2 treffen, glaube ich, oder? Habe ich nicht geschafft, aber vielleicht schaffst du es du. Ich schaff's natürlich. Selbstverständlich schaffe ich's. Fast. So, du musst beide treffen. Okay, also unschwer zu erkennen, eine Zinnfiguren, wie kommen die hierher? Also mein Schwiegergroßvater hat die gesammelt, eigentlich Zeit seines Lebens, und hat nach dem Krieg im Tausch gegen Speck und Eier diese riesige Sammlung zustande gebracht. Es sind an die 14.000 Figuren. Mein Interesse ist eher diese zivilen Figuren im Vordergrund, bei diesem Diorama zum Beispiel. Weil da ist das Straßenbild der damaligen Zeit, so um 1900. Das ist Schönbrunn, oder? Das ist Schönbrunn, ja. Das ist eine Parade vor Schönbrunn. Da siehst du also die ganzen auf der Straße. Die Ja, ganzen genau. Also Figuren. da hast du, weiß ich, diese sogenannten Wiener Typen eben. Der Dienstmann, das Wäschermädel, also alle diese Klischees natürlich. Dann der Schusterbub, der natürlich rotzig und frech ist. Und Ich sehe nicht den Kaiser Franz Josef, oder steht der Oh oben ja, auf der Brüstung? der steht auf der Brüstung und gleichzeitig führt er die Parade an. Links innen die erste Figur. Er ist doppelt Er gemoppelt? ist doppelt gemoppelt. Das ja. ist ja ein totaler Fehler. Nein, das ist absichtlich. Echt wahr? Auch Schloss Losdorf wurde von den Schweden in Brand gesetzt, aber der Schaden hat sich relativ in Grenzen gehalten und so konnten die Fürsten Liechtenstein das Schloss schon ein paar Jahre später wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen.
1732 erwarb Emanuel Lichtenstein Schloss Losdorf. Er war ein direkter Nachfahre des Fürsten Gundaker Lichtenstein. Er war sehr, sehr kunstsinnig, hat eine große Sammlung gehabt und hat über 700 Bilder und Porzellan- und Kunstgegenstände hier im Schloss untergebracht. Sein Sohn Johann hat dann die ganze Umgebung ausgestaltet und hat aufs gleiche Team zurückgegriffen, das schon im wunderschönen Schloss Eisgrub, heißt heute Lednice, tätig war. Johann von Lichtenstein hat also nicht nur das Umfeld des Piatti-Schlosses, des heutigen Piatti-Schlosses geprägt, er hat auch unter einem Vorfahren der heutigen Besitzer gedient. Die Mutter von Alfons Piatti, dem das Schloss heute gehört, war nämlich Mechtildis, Erzherzogin von Österreich. Und sie wiederum war eine Nachfahrin von Erzherzog Karl, dem berühmten Heerführer, dem es ja als ersten gelang, Napoleon zu schlagen, die Schlacht bei Aspern. Wer hat ihm geholfen? Eben dieser Johann Lichtenstein. Eine Art Saal, ein kleiner Saal. Ein kleiner Saal, kleiner Konzertsaal. Okay. Hier finden 1- bis 2-mal im Jahr Konzerte statt. Hauptsächlich mit jungen Musikern. Es war immer meine Idee, hier eine Plattform zu schaffen, die sozusagen das Sprungbrett in die Welt ist. Okay. Das heißt, das ist hier dein Revier. Ja, Okay. Spielst du selber auch ein Instrument? Oder wie? ja, ich spiele Klavier. Ganz gut? Naja, so mäßig würde ich sagen, so für den Hausgebrauch. Wie seht ihr denn so ein bisschen die Zukunft, die nächsten Generationen hier im Schloss und sei es jetzt das Bauwerk und die Landwirtschaft, wie wird das in den nächsten 200 Jahren ausschauen? Verena? Ha, das ist eine gute Frage. Ja. Also ich denke, es wird mit viel Glück so halb weiterlaufen wie bisher. Also es wird sicher vielleicht noch mehr öffentlich zugänglich gemacht oder verwendet. Und ob es überhaupt noch ein Wohnhaus bleibt, das wird sich herausstellen. Vielleicht wird es überhaupt ganz ökonomisch genützt, wer weiß. Und du? Also ich glaube, dass das Schloss ist in keinem schlechten Zustand jetzt. Also für die nachfolgende Generation oder Generationen gibt es eine gute Ausgangsposition. Aber die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft ist ja kleiner geworden durch die Erbfolge in meiner Generation. Ich hab 4 Geschwister. Und die Land- und Forstwirtschaft hat sehr viel auch natürlich beigetragen, dass das Haus in dem Zustand ist, in dem es jetzt ist. In der Zukunft wird es so sein müssen, dass das Haus auch was beiträgt. Also das Haus wird in der Zukunft unbedingt ökonomisch etwas beitragen müssen, damit es überleben kann. Und da gibt es natürlich alle möglichen Opportunitäten, die noch nicht ausgeschöpft sind, wie die Jagd und der Sport und der Tourismus und die Radlfahrer und die Reiter und alles zusammen in einem Paket vielleicht. Kunst und Kultur hat immer eine Rolle gespielt, wird vielleicht eine mehr ökonomisch ausgerichtete Rolle spielen. Also
der langen Rede kurzer Sinn, ich glaube, es ist überlebensfähig nach wie vor, aber das Haus kann nicht mehr von Quersubventionen aus den sonstigen Betriebszweigen leben, sondern muss sich selber halten. Ja, es ist natürlich nicht völlig auszuschließen, dass die eine oder andere Besucherin, der eine oder andere Besucher von Schloss Losdorf mit vergrabenen Kuhhörnern oder dem Blick in die Sterne jetzt nicht so wahnsinnig viel anzufangen weiß. Aber ich glaube, es zahlt sich aus, darüber nachzudenken. Auf der anderen Seite, wer hätte vermutet, dass diese Scherben da drüben im Zimmer, die man schon vor vielen Jahren eigens drapiert hat in den Zimmer, irgendwann einmal eine große Rolle spielen könnten.